Ich grüße euch erneut in dieser Woche zu einem sehr spontanen Video hier auf meinem Kanal TechTracks HD. Ja, aber ich muss mit euch erneut über den AG G5 sprechen und seinem neuen Firmware-Update 3.3.20.65. Wir haben ja in dieser Woche schon über dieses Thema gesprochen, wo es darum ging, dass AG mit diesem Firmware-Update eine neue Bildeinstellung, eine neue Funktion implementiert hat, und zwar die Near Black Details. Jetzt möchte ich mit euch über etwas anderes sprechen bezüglich diesem Updates. Und zwar, als ich das letzte Video veröffentlicht habe, sind keine 5 Minuten vergangen, als dann die ersten Kommentare kamen: du TechTracks, hier stimmt irgendetwas nicht. Dieses Firmware-Update zerstört den AG G5, die Bildqualität ist massiv schlechter. Ja, da kamen mehrere Leute mit diesem Problem oder auch mit diesem Thema, und da habe ich mich natürlich dann versucht reinzuklinken in den Kommentaren und habe versucht herauszufinden, wo liegt denn das Problem, und auch ein bisschen Hilfestellung zu geben. Denn ich konnte dieses Problem nicht nachvollziehen in der Situation. Da war für mich keinerlei Bezug, dass ich sage, okay, mein AG G5 ist jetzt in der Bildqualität nicht schlechter geworden. Leider war es dann nicht möglich, dass ich dort weitere Informationen erhalten konnte. Leider war das dann dementsprechend irgendwie ein bisschen kompliziert. Dementsprechend habe ich die ganze Sache dann erstmal auf sich beruhen lassen und habe gesagt, okay, mein AG G5 hat diese Problematik nicht. Ich habe den in der Situation, als das Video online ging, habe ich hier noch gearbeitet und habe den AG B5 weiter getestet und habe den G5 daneben gehabt und konnte live sehen, dass er in der Bildqualität nicht schlechter geworden ist. Und die ersten rudimentären Messungen, die ich auch durchgeführt habe, haben dies bestätigt. Jedenfalls jetzt heute am Freitag, dem 4. Juli 2025, ganz früh in der Stunde, habe ich wieder Kommentare bekommen, wo es hieß, dass die Bildqualität des G5 ist schlechter geworden, die Lichtleistung ist schlechter geworden und so weiter. Es wurde sich jeweils immer auf das AVS-Forum bezogen. Und dann habe ich mich jetzt heute Morgen dazu entschlossen, früh um 6:30 morgens zu sagen, okay, ich widme mich der Sache jetzt, ich werde der ganzen Sache jetzt auf den Grund gehen und habe hier mein Testequipment aufgebaut, das seht ihr jetzt hier noch im Hintergrund, und habe gesagt, jetzt gehe ich der Sache auf den Grund. Und habe den AG G5 nun komplett durchgemessen. Alles von oben nach unten, um herauszufinden, gibt es da wirklich ein Problem? Habe ich vielleicht sogar einen Fehler gemacht hier an dieser Stelle? Und das ist für mich natürlich ganz wichtig, das aufzuarbeiten. Und wenn ihr natürlich auch solche Kommentare schreibt, ist das immer für mich, dass ich da sage, okay, ich gehe der Sache auf den Grund. Und wenn ich das nachvollziehen kann, gibt es dazu ein Video. Oder wenn ich nur ein Video produziere, um zu sagen, okay, ich kann das nicht nachvollziehen. Aber das mal grundlegend mal sagen, okay, wir sprechen da jetzt mal drüber. Gut, beginnen wir also jetzt mit dem ersten Thema. Und zwar mit der HDR-Spitzenhelligkeit. Laut den Kommentaren soll es so sein, dass er vor allem im Lebhaft-Modus drastisch an Lichtleistung verloren haben soll. Er soll im 1% Fenster von ca. 3000 Nit auf 2300 Nit gesunken sein. Und das war für mich schon so ein Ding, das hat mich auch so ein bisschen dazu motiviert zu sagen, okay, ich werde mich jetzt diesem Thema widmen. Und jedenfalls ist es jetzt so, dass in meinem Test, welchen ich heute Morgen hier durchgeführt habe, der AG G5 im Lebhaft-Modus keine Lichtperformance verloren hat. Er bietet bei mir weiterhin in einem 1% Fenster eine HDR-Spitzenhelligkeit zwischen 2995 bis 3200 Nit. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Temperaturumgebung sich das Panel befindet. Ich habe ja mehrere Messungen durchgeführt, daher ist das immer so eine kleine Spanne. Wenn das Panel ein bisschen wärmer ist, kann die Performance manchmal ein bisschen höher ausfallen, aufgrund dessen, dass der elektrische Widerstand entsprechend sinkt. Das heißt, also ich konnte jetzt im 1% Fenster im Lebhaft-Modus das Problem nicht nachvollziehen. Ich habe das Ganze für euch auch natürlich auf Video festgehalten, da könnt ihr das dann nochmal sehen, dass sich das bei mir nicht nachvollziehen lässt. Dann habe ich dann das 10% Fenster nochmal nachgemessen, und auch hier ist es so, dass ich dementsprechend keine große Veränderung feststellen kann. Da liefert mein AG G5 weiterhin im Lebhaft-Modus eine HDR-Spitzenhelligkeit zwischen 2400 bis 2500 Nit, wie gesagt, im Lebhaft-Modus. Also im Lebhaft-Modus, wie gesagt, kann ich keinerlei Verschlechterung der Bildqualität feststellen, was die HDR-Spitzenhelligkeit angeht. Das heißt, der AG G5 performt weiterhin mit der Performance, die ich im Review-Video festgestellt habe. Gut, okay. Kommen wir nun zum nächsten Thema, und zwar der HDR-Spitzenhelligkeit im Filmmaker-Mode. Und hier fing das ganze Thema ja an bei mir unter dem letzten Video, wo mehrere Leute geschrieben haben, mein AG G5 ist in der Bildqualität im Filmmaker-Mode drastisch schlechter geworden. Die Farben sind blasser, die Lichtperformance ist schlechter und so weiter. Und ich habe hier gesessen und habe gerade den B5, wie gesagt, getestet und habe den G5 genau daneben stehen gehabt und habe gedacht, das
ist nicht wahr, das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht liegt es auch daran, dass es da möglicherweise eine fehlerhafte Update-Installation gibt. Jedenfalls, als ich heute Morgen wieder diese Kommentare bekommen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal genauer an. Aber auch hier muss ich sagen, im Filmmaker-Mode hat mein AGG 5 keine Lichtperformance verloren. Er bietet weiterhin im 10% Fenster eine HDR-Spitzenhelligkeit zwischen 2500 bis 2600 Nit. Das habe ich auch für euch natürlich jetzt hier wieder auf Video festgehalten, sodass ihr es dementsprechend natürlich auch im Bewegtbild sehen könnt. Das bedeutet auch hier, dass ich diese Problematik nicht nachvollziehen kann und dass ich, als ich den AGB 5 getestet habe und den G5 als Referenz hatte, sich da dementsprechend meine Augen nicht getäuscht haben. Jetzt habe ich jetzt hier an der Stelle nochmal eine Realbildmessung durchgeführt, um zu gucken, okay, hat AG hier vielleicht jetzt auch eine Testbilderkennung implementiert? Ist da jetzt irgendwas schiefgelaufen oder kann der AGG 5 in größerflächigen HDR-Inhalten dementsprechend nicht mehr die Lichtleistung erreichen? Aber auch bei mir im Realbild-Szenario liefert der AGG 5 weiterhin ca. die 2500 Nit. Das heißt, auch an der Stelle kann ich Entwarnung geben, das Firmware-Update 3.3.20.65 bietet keinerlei Dezimierung der Bildqualität, was die HDR-Spitzenhelligkeit angeht. Ich kann mir vorstellen an dieser Stelle, dass es unter Umständen sein kann, dass AG das HDR-Tone-Mapping bzw. das Dynamic-Tone-Mapping verändert hat, wobei ich auch hier an der Stelle sagen muss, dass es jetzt nicht unbedingt großartig eine Veränderung dort gibt. Ich kann aber schon feststellen, dass das HDR-Tone-Mapping bzw. das Dynamic-Tone-Mapping in der Aggressivität etwas schwächer geworden ist. Aber hier bewegen wir uns in einem sehr Nuancenbereich, in einem sehr sachten Bereich, dass ich nicht sage, okay, das ist jetzt extrem schlechter geworden. Wobei ich in meinem Review-Video zum AGG 5 auch gesagt habe, dass das Dynamic Tone Mapping sehr aggressiv agiert und dass das nicht mehr der puristischen Darstellung nahe kommt. Dass AG hier dementsprechend reagiert und möglicherweise das Dynamic Tone Mapping in der Stärke drosselt, ist sogar nachvollziehbar, weil dann kommt der Filmmaker-Mode näher seiner eigentlichen, seinem eigentlichen Sinn. Ne? Also da muss ich auch sagen, ich kann das jetzt erstmal so direkt nicht nachvollziehen. Okay, jetzt habe ich Farbmessungen durchgeführt und zwar habe ich jetzt mir hier einfach mal den BT709 Farbraum genommen im SDR-Betrieb und habe dort den Filmmaker-Mode vermessen, um zu schauen, okay, haben sich die Farben verändert, ist die Kalibrierung out of the box bei mir am AGG 5 verändert worden und auch hier muss ich sagen, es gibt keine signifikante Veränderung, was die Bildqualität angeht. Er bietet weiterhin die nahezu perfekte Bildabstimmung out of the box mit einer leichten Blauanstieg in den hellen Bildbereichen kann ich jetzt mit der neuen Firmware feststellen. Das ist aber auch alles etwas, was ich im Nuancenbereich sehe, weil er hier immer noch im Bereich zwischen 6500 bis 6600 Kelvin operiert. Was ich feststellen konnte, ist, dass er im Gamma-Bereich in einem sehr hellen, also in maximalem Weiß, etwas heller geworden ist. Das heißt, er hält das Bild etwas mehr auf in den Schwarzbereichen im SDR Filmmaker Mode. Da bewegen wir uns aber auch im kleineren Prozentbereich, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht unbedingt tiefgreifend problematisch. Man kann aber hier tatsächlich sagen, okay, dass man mit dieser Near Black Details Einstellung gegebenenfalls dagegen anarbeiten kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese neue Funktion, dieses Gamma-Verhalten des AGG 5 im SDR, HDR und Dolby Vision Modus natürlich verändert hat, dass man hier auf andere Messwerte kommt. Aber hier bewegen wir uns auch in einem sehr kleinen Toleranzbereich. Also zum Review-Video habe ich gemessen, dass der AGG 5 auf einen Gamma-Wert von 2.36 kommt und jetzt sind wir bei 2.33. Je kleiner die Zahl, desto aufgehellter ist das Bild. Dementsprechend ist es auch hier, wo ich sage, das ist wirklich im absoluten Nuancenbereich. Ja, und farbraumtechnisch jetzt hier im BT709 Farbraum habe ich auch keine Diskrepanz feststellen können. Also hier trifft er weiterhin exakt die Primär- und Sekundärfarben und ist dementsprechend weiterhin so akkurat in der Darstellung, so wie ich es im Review-Video festgestellt habe. Ja, kurzes Zwischenfazit, denn wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch ein anderes Thema für euch auf Lager. Jedenfalls kurzes Zwischenfazit. Letztlich ist es so, von der HDR-Spitzenhelligkeit, sei es im Lebhaft-Modus, sei es im Filmmaker-Mode,
Testbild-Szenario, Realbild-Szenario liefert der LG G5 weiterhin seine exzellente HDR-Spitzenhelligkeit und ich kann dort keine Verschlechterung feststellen. Es ist durchaus möglich, dass das Dynamic Tone Mapping jetzt nicht mehr so aggressiv arbeitet und grundlegend empfehle ich auch nicht, das Dynamic Tone Mapping zu verwenden, da es die Bildqualität massiv schmälert. Es wirkt zwar heller und bunter, aber es entspricht nicht dem Sinn des Filmmaker-Modes. Und in der Farbkalibrierung haben wir ja gerade drüber gesprochen, das, was ich jetzt hier gemessen habe, kann ich keine große Veränderung feststellen. Okay, kommen wir nun zum nächsten Thema. Und zwar geht es mir jetzt hier kurz nochmal um dieses Near Black Details Thema. Und hier war es ja so, dass ich da auch Kommentare bekommen habe, wo es hieß, dass festgestellt wird, dass diese Funktion mit der Einstellung -2 im HDR10-Modus die Details im Nachschwarzbereich zerstört, also dass das Bild dadurch komprimiert wird, dass dementsprechend die Details in den Schwarzbereichen verloren gehen. Und ich habe auch da an der Stelle hier gesessen und gedacht so, nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Habe ich mir gedacht, okay, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Im HDR10-Modus habe ich jetzt entsprechend für euch Fotografien erstellt, die zeigen, wie dementsprechend das Pattern hier an der Stelle ist, also wie die Schwarzdetails sich entsprechend der Testbilder auswirken. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass er bei -2 sehr gut im Nachschwarzbereich arbeitet, im HDR10-Modus. Beim -3 ist es tatsächlich so, dass er hier schon sehr stark das Bild komprimiert in den Schwarzbereichen, wodurch dadurch ein Black Crush entsteht, also ein Absaufen der Schwarzdetails. Also -3 ist im HDR10-Modus schon sehr, sehr gefährlich. -2 als auch -1 ist jetzt hier schon ein sehr guter Sweet Spot, wobei ich -2 als perfekt ansehe. Dementsprechend kann ich auch das nicht nachvollziehen, warum diese Funktion Near Black Details hier irgendwelche Schwarzdetails zerstören soll. Das kann ich einfach, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt hier in diesem Video auch nochmal ansprechen wollte, sodass ihr das definitiv hier auch nochmal schwarz auf weiß habt, dass ihr das im Video seht, dass dementsprechend die Bildqualität sich da tatsächlich verbessern lässt. Also mit der Einstellung 0 sieht man deutlich, dass er sehr stark aufhält in den Schwarzbereichen. Mit +3 ist es extrem aufgehellt. Was ich aber festgestellt habe, und das ist etwas, das war ganz gut, dass ich diese Sache jetzt hier nochmal nachgegangen bin, und zwar ist mir aufgefallen, seit dem Update, dass er in einem Nachschwarzbereich, wenn man jetzt eine Einstellung von -1, 0 oder +1 und höher in den Near Black Details einstellt, dass er zu einem starken Rauschen im Schwarzbereich neigt. Das hatte ich vorher nicht. Das ist etwas, was ich jetzt definitiv feststellen kann. Ich weiß nicht, ob das andere feststellen können. Ich meine, ich habe davon schon mal gelesen. Jedenfalls ist es so, dass ich dies jetzt auch nachvollziehen kann. Also hier ist es so, dass er im Nachschwarzbereich rauscht. Ich kann das jetzt bei Realbildern, das, was ich jetzt so getestet habe, nicht unbedingt immer sehen. Es gibt aber Momente, wo ich es durchaus nachvollziehen kann. Jedenfalls ist es so, das ist etwas, wo ich sage, okay, das hat sich definitiv verschlechtert. Also im Nachschwarzbereich beginnt der G5 jetzt an zu rauschen. Das ist natürlich etwas, da muss LG ganz dringend nochmal einen Fix rausbringen, das Problem beheben. Aber das ist ein Problem, welches sich hier auch in einem kleineren Prozentbereich bewegt, je nach Bildinhalt. Das ist jetzt nicht in jedem Graubereich so. Es geht hier um wirklich den ganz nahen Schwarzbereich und da kommen sehr wenig Inhalte unbedingt an diese Schwarzdetails, an dieses Level von Schwarzdetails. Jedenfalls, um jetzt hier kurz einen Strich drunter machen und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier so schnell durchgehe, ich habe heute Morgen nicht so viel Zeit, dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt mal ganz schnell und gehe mit euch das hier durch, sodass wir heute noch ein Video dazu haben, dass wir dementsprechend darüber sprechen können. Jedenfalls unter dem Strich ist es für mich nicht nachvollziehbar, wieso hier Problematiken festgestellt werden. Letztlich kann ich mir vorstellen, dass es sich hierbei wirklich um tiefgreifendes Update handelt und dass es möglicherweise bei einigen Leuten dazu kommt, dass der Fernseher ein Problem mit der Software hat, dass hier ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchaus helfen kann. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Update vorinstallierte Kalibrierungen zerstört. Das ist denkbar, dass der G5 dann hier ein völlig komisches Verhalten an den Tag legt. Das ist alles nachvollziehbar und möglicherweise vorstellbar, was jetzt diese Problematik angeht, die jetzt hier jeweils immer geschildert wird. Ich kann auf jeden Fall ganz klar sagen, mein LG G5 weist keinerlei dieser Problematiken auf. Nicht eine davon. Einzige, was ich nachvollziehen kann, beziehungsweise jetzt bestätigen kann, ist ein starkes Rauschen im sehr nahen Schwarzbereich.
Okay, ja, damit sind wir jetzt am Ende dieses sehr spontanen Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen mehr Licht in diese ganze Thematik bringen und hier mit Messwerten dementsprechend das Ganze untermauern und klar darstellen, wie sich der LG G5 jetzt mit dem neuen Firmware-Update 3.3.20.65 verhält. Könnt mir jetzt ja mal eure Ansichten dazu unten in die Kommentare schreiben und wie gesagt, wenn ihr das Problem habt, was dementsprechend geschildert wird, ist das natürlich klar, dass ihr dass es geglaubt wird. Also, dass ich dementsprechend jetzt nicht sage, nur weil das bei mir nicht auftritt, dass das Problem nicht existiert. Ich möchte nur, dass ihr vielleicht einfach versucht, den Fernseher mal in die Werkseinstellung zurückzusetzen, um zu schauen, ob sich das Problem damit löst. Ansonsten vielleicht hier mit dem Kundendienst von LG entsprechend in Verbindung treten. Okay. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn in Zukunft solche spannenden Testvideos wie dieses hier nicht verpassen wollt, solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wundervolles Bild mit eurem G5 und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!